Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier auf dem Konfi-Kanal. Ja, leider bin ich ins Auto gestiegen, das war ein Fehler, denn wir hatten gerade eine Durchsage bekommen auf Funk. Und zwar ist das Kartenspiel, was der gute Ehemann von der Theresa gesagt hat, der Lars, um Mitternacht zu Ende gewesen. Und sie ist ja so gegen 2 Uhr gestorben, also da war noch genug Zeit theoretisch. Jetzt hat Rusty angeordert, ihn aufs Revier bringen zu lassen. Mal gucken, ob wir ihn auch noch verhören müssen. Wir fahren jetzt erstmal zum Busbahnhof. Tut mir leid, dass es nicht in der Aufnahme drin war. Aber wie gesagt, war nur über Funk. Eben kurz, dass Rusty dann gesagt hat, wir wollen ihn hier auf dem Revier haben. Vielleicht werden wir ihn noch abhören dafür, verhören. Und schauen wir mal. Wir fahren jetzt erstmal zu diesem Busbahnhof, was dieser Typ da gerade, dieser Seemann gesagt hat. Und dann schauen wir mal, ob wir da weiterkommen, ob die Busgeschichte da auch wirklich stimmt, so wie er das gesagt hat. Bin ich sehr gespannt, weil wenn nicht, steckt er wirklich in Schwierigkeiten, der junge Kerl. 24 Jahre und schon Mörder? Da würde ich aber sagen, Leben ist verbaut. Auch wenn du bei der Navy bist. Aber das muss jeder selbst wissen. Wir müssen das aber noch beweisen. Rusty hat es auch im Auto schon gesagt, wir haben einen Verdächtigen nach dem anderen, also 3 Verdächtige und einem noch auf freien Fuß. Also da, schwierig durchzusteigen, finde ich momentan. Aber schöne Stadt jetzt hier nur geradeaus. Ah, da scheint der Busbahnhof schon gleich zu sein, den Rusty kennt. Ja, hier sind wir. Vor 3 nachmittags der Busbahnhof, okay. Schauen wir uns hier mal genau um. Ich glaube, wir sollten erstmal da drin mit jemandem sprechen. And thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 7-4. Can you tell us the route? Hang on. I should have it mapped out here somewhere. Okay. Müssen wir jetzt die Route abfahren? Frank Zeffirelli. Fahrplan Route 74, angenehme Fahrt. Ach du Heiliger. We'll need to run the loop. Oh Mann. Ja, wir müssen wohl die Route abfahren. We're not going to drive the whole thing, are we? Won't take long. We have a siren. If that hill won't buy me something nice, I'll find someone who will. Das stimmt. Wir haben eine Sirene, da hat er recht. Ah, zum Glück rot markiert. Das ist gut. Ja, dann würde ich mal sagen, ab ins Auto, Rusty. Dann fahren wir mal die Route hier ab, wa? Mann, wir könnten da aber auch mega fein jetzt total in die falsche Richtung fahren, aber schauen wir mal. All-American 7-4, let's go get him. Ja. Würde ich auch sagen. Sirene an. This could be a long trip, Cole. Das stimmt. Or it could be a short one. And here's me without my hip flask and only a pain in the ass for company. Way to kick off the drive in high spirits, Rusty. Comments like that put me in just the right mood for some legwork. Chief. You know what your problem is? You don't like hard work. This kind of rigorous search is what police work is all about. Discipline. Save it, Phelps. You're just as bored as I am. Ups. Ja, Rusty, da hat der gute Phelps sicherlich nicht unrecht. Aber schauen wir mal an, das gehört auch zur Polizeiarbeit dazu. Nicht nur immer alles an einem Ort zu haben, sondern auch mal sein Ziel zu verfolgen und zu finden. Wir fahren mal die Route hier ab. Ich hoffe, das wird nicht lange dauern, bis wir den Bus finden. So, macht mal alle Platz hier. Ich habe Sirene an, also ihr müsst Platz machen. Und dann bin ich gespannt, ob der Busfahrer uns das bestätigen kann. So, was können wir denn in der Zwischenzeit eigentlich mal so machen?
Über was könnten wir denn mal reden? Können die beiden sich nochmal unterhalten? It's gonna be a pain in the ass to find him, but we need to talk to that bus driver. Let's roll. Nope, still no sign of him. Did you doze off, Rusty? I think you slept through my solving the case. Yeah, very funny. Just give me a nudge if you see him, all right? How about you nudge me? I think that's a job for your wife. Oh, Rusty. Oh Mann, Alter. Aber Rusty ist sympathisch. Ich finde ihn sympathisch. Da pennt er einfach ein. Ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir schon eine beträchtliche Strecke der Route, glaube ich, abgefahren. Oder wir sind schon eine gute Strecke jetzt gefahren. Haben schön freie Fahrt durch unsere Sirene, was ich gut finde. Die müssen sich auch fragen, wo wollen die denn hin? Dann bin ich gespannt, ob wir den Busfahrer da finden werden. Oh, die nächste müssen wir rechts. Aber noch keine Spur. Oh, auf einen Busfahrer! Ui. Na, Rusty schießt. Der scheint echt zu schlafen, ne? Wow. Der scheint echt zu schlafen. Müssen wir jetzt echt die ganze Route abfahren, um den zu finden? Kann hier uns das... Warum können wir den denn nicht irgendwie über Polizeifunk, ne, und so finden? Die müssen doch jetzt Busfunk. Die müssen doch irgendwie sagen, hey, ich bin jetzt hier und hier. Oder gab es damals das noch nicht? Wenn es Polizeifunk gegeben hat, muss es doch auch sowas über Bus geben. So wie heutzutage. Ja, ich bin jetzt hier und hier oder ich komme 5 Minuten später, warte mal eben oder fahr langsamer, keine Ahnung. Oh Mann, ey. How long is this bus route? Ja, das fragen Actually wir auch. covers an area around the size of Central Division. The probability is we'll find it about halfway around. Bad luck says we'll be chasing it all night. Oh Mann, ey. Kann man nicht angehen. Am liebsten will ich hier jetzt einen Cut machen, ne? Aber nein, das gehört auch dazu. Da müsst ihr jetzt wohl auch so ein bisschen leiden wie ich. Oder wie, ja, doch, wie ich. Wir müssen alle und gemeinsam, geteiltes Leid ist halbes Leid. Freunde. Von daher kriegen wir das schon gemeinsam irgendwie hin. Aber wir sind wahrscheinlich genau in die falsche Richtung gefahren, ey. Ich hätte links fahren sollen am Anfang von der Busstation. Boah. Krass, ne, was die für Strecken abfahren teilweise mit dem Bus. La la la. Worüber kann man reden? Oh, hier muss ich links. This is Hey. starting to grate a little. Ja. Whatever happened to the joys of rigorous search? Dogged police work, you know? They went out the window about 2 blocks ago. This could be a Cole Phelps I'll grow to love. Don't count on it. Sehr schön. Cole ist langsam genervt und Rusty sagt, was ist denn mit deiner hartnäckigen Polizeiarbeit? Sehr schön. Finde ich gut, Cole. Seid auch mal Ecken und Kanten. Och, wie, ich muss wieder rechts. Oh Gott, jetzt achte ich aber auch. Oh. Could we try not killing the people that pay our salaries? Entschuldigung. Oh. Entschuldigung, liebe Frau, die ich da angefahren habe und den Typen, den ich die Bank unterm Arsch weggehauen habe. Ich muss jetzt aber, langsam bin ich aber auch ein bisschen genervt. Immer so eine blöde Strecke zu fahren. Da bin ich langsam eher so der Rusty-Typ, der sich denkt, oh, da ist der Bus. Wir haben ihn. Jawohl. Da. Halt an. That's the bus we're looking for. Ease in behind her and get her to the side of the road. Fahr rechts ran, Kollege. Sehr schön. Auch wenn da Gäste drin sind. Halte mal an, bitte. That's the Danke. bus we're looking for. Ease in behind her and get her to the side of the road. Nice. Sehr schön. Haben wir. Some kind of problem, buddy? LAPD, we're investigating a murder. You had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night? That's correct. And the woman got off first, around 2 a.m.? Yeah, that's right. And the sailor stayed on all the way to downtown, Can you tell us where you let the woman off? on California Street. To tell you the truth, she looked a little lost, like she got off on the wrong stop or something. I didn't like dropping her off near that hobo camp. You've been a big help, Mr. Zeffirelli. Okay. Ups. Ja, fahr gerne weiter. So Sailor Boy escaped by the seat of his bell-bottom trousers and left the broad alive. Left her by the hobo camp. Which means he's as good as killed her. We can't eliminate any of them, but the disfigured man should be our starting point. I'm gonna call for some backup. These bows hate. Ja, gut, wir sind nicht weit weg davon. Sonst hätte ich was jetzt. Ja, okay.
Obdachlosenlager tatsächlich. Scheiße. Oh Mann, ey. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Obdachlose keine Polizisten mögen. Schauen wir mal an, was wir da so vorfinden werden. Oh Mann. Wenn Rusty schon Verstärkung ruft, dann wird es da, glaube ich, gleich heiße Action geben, ey. Freunde der Sonne. Anschneiden. Festhalten. Jetzt wird's heiß. Ich würde gerade über den Royal Rumble reden, wrestling-technisch. Haben wir auch einige Zuschauer, aber da haben wir den Bus ja doch gefunden. Von daher können wir uns den Fall jetzt wieder widmen. Up ahead, you make a right. Jo, wir biegen da rechts ab und dann die nächste wieder links, so wie es ausschaut. Ne, fahren wir noch weiter Take geradeaus. the next left. Nö, tue ich aber nicht. Weil ich hier erst die nächste links nehme. Huber! You're a different man in front of the captain, Phelps. Ui, das war knapp. Fast hätten wir ihn angefahren. Ja, momentan auf dem Konfi-Kanal auch Together von Sapomir, 4-3. Auch da mal vorbeischauen, aber jetzt sind wir im Obdachlosenlager. Um 10 vor 4 am Nachmittag. Oh, oh. Oh, Rusty mit seiner Flinte, okay. Ah, er ist der Anführer. Ist der das? LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic. You need to hold out for the cavalry now. How do we do that? Like this. Buckshot down, Phelps. You want your rightful share. Okay, und Rusty hat maximal Bock. Okay, Rusty, kümmere durch um den anderen. Das ist der Entstellte, Mann. Er ist also hier der Boss, ne? Komm, pack ihn, Phelps, pack ihn. Und ausnocken. Bam! What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Stuart Ackerman. Aha, und das ist anscheinend seine Hütte. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it. See what you find. Zeitung! Oh, Morphin. Fehlendes Morphin. Polizei, Gauner führen Drogenkrieg. Okay. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon.
Okay, Sheldon sitzt ganz schön in der Zwickmühle und Jack, den kennen wir auch, der mit Cohen nicht so im Reinen war. Oh! Und da tappt mein Dings raus. Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt noch. Da habe ich gerade einfach eine Meldung bekommen. Und ich bin zu Windows getappt. Ja, ich hoffe, 6 von 13. Ich hoffe, wir müssen die nicht auch noch irgendwie in den Knast verfrachten, weil das ist ein Problem. So, was haben wir hier? Geldbeutel. Okay, was haben wir hier? Crystal Ballroom. Crystal Ballroom. Aha. Ups. Aha. Oh Mann. Freunde. Ich glaube, diesmal ist es kein Fake. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Ich glaube, diesmal ist das kein Fake. Ich glaube, der Fall hat nichts mit den anderen Fällen zu tun. Stuart Ackerman ist unser Mörder. Ich glaube, diesmal stimmt das. Und wir müssen aber noch zum Zentralrevier und sein Geständnis holen. Das ist ja eh nicht weit weg, das wissen wir ja. So, komm mal rein, Rusty. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession. We can charge the bum with murder. Naja, wir müssen ihn nicht wegen Mörderei oder wegen dem Mord anklagen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass er unser Mann ist. Diesmal glaube ich, dass es keinen Zusammenhang zu dem Black Dahlia Killer gibt. Ich glaube, die Beweise sind so erdrückend, dass Stuart Ackerman unser Mörder ist. Aber warum hat er das getan? Das ist die Frage. We're going this way. Interview Room 1 anscheinend. I'm stumped. Ideas? Maul halten. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Naja, Cole war auch im Krieg, Rusty. Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. Oh Gott, der ist echt schmierig, ey. Obdachlos. Aber du hast sie Are you getötet. denying that you strangled Mrs. Terrelson with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Oh, was ein Penner. Was ein Penner. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Ah ja, guck mal schön weg, ja. Spacken. Scheiße, dafür haben wir aber keine Beweise, ne? Ja. Gut, aber das Geständnis werden wir, glaube ich, doch kriegen. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Oh, was ein Spacken, Alter. Was ein Penner. Ich glaube, der ist echt psychisch krank Where were you durch den around Krieg. 2 a.m. last night? At the camp. Das ist eine Lüge. You were up on the hill. You were seen during the day. We have a witness. We have evidence. Come clean with me, Ackerman,
and I'll see what I can do for you. I despise your pity. You have nothing that links me to this woman. Na doch. Ein Geldbeutel. We have you cold, Ackerman. Her purse and the ballroom ticket were in your lean-to. Tell us why you did it. I kill because people need killing. It's what I was trained to do. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Guck mal, die kennen wir doch noch. Was ein Vollhonk. Er ist anscheinend echt der Mörder, das war ja ein Geständnis. Down on his luck, I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Das hört man noch gerne, Captain. The White Shoe Slaying. Alle Hinweise gefunden, alle Fragen richtig. 4 Sterne nur? Die Terrellsons können Gerechtigkeit erfahren, wenn Stuart Ackerman für verhandlungsfähig erklärt wird. Warum denn nur 4 Sterne? Warum nicht 5 Sterne? Wir haben doch alles richtig. Ah, wahrscheinlich wegen dem Fahrzeugschaden und Sachschaden, der ist wahrscheinlich zu hoch. Kacke. Ja, dann ist der Mord mit dem weißen Schuh ja auch gelöst, ne? Den weißen Schuh haben wir noch nie gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Aha, der gute Phelps geht wieder zurück hier in den Club. Ah, ist auch schon bekannt. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. Der Mord der Sekretärin. The Studio Secretary Murder. Oh Mann. Wieder eine Frau. Jo. Oh oh. Ein Radmutternschlüssel. Nicht gut. Of course we will look into it. Fuck. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Scheiße. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Oh Mann, das kennen wir doch, Freunde. Und ich würde sagen, das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Mit Deirdre Muller, der Ring. Der wurde verpfändet. Boah, da bin ich sehr gespannt, wie das zusammenhängt. Schauen wir uns das an. Im nächsten Part. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein und ciao.